Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema Deckungsbeitrag in der Gastronomie. Heute zu Gast ein langjähriger Kollege Olaf Jörth von der Firma Hospitality Digital, kümmert sich bei Dish und für die Metro um Customer Success, Support, Training und auch Consulting. Olaf, schön, dass du mit dabei bist heute. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung, Christian. Olaf, magst du noch mal kurz dich ein bisschen weiter vorstellen, was ergänzen? Du hast ja schon ganz viel erzählt. Am wichtigsten ist, glaube ich, noch, dass ich aus der Branche komme und für diese Branche lebe und jeden Morgen für aufstehe. Denn die Gastronomiebranche lebt voller Leidenschaft. Und hier ist mir vielleicht noch wichtig, ich habe 15 Jahre lang Gastronomie gemacht, 15 Jahre lang Gastronomieberatung gemacht und Gastronomen geholfen, mit ihrem Geschäft erfolgreicher zu werden. Und da spielten Kennzahlen eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, deswegen hast du mich auch heute eingeladen. Genau, weil du verstehst und hast beide Seiten im Überblick. Olaf, kannst du uns im Allgemeinen mal sagen, das Wort Deckungsbeitrag, was bedeutet das? Der Deckungsbeitrag, das erklärt sich fast von selbst. Der Deckungsbeitrag deckt meine Kosten. So kann man sich am besten merken. Es ist eine Kennzahl, die ich für meine strategische Betrachtung der Preiskalkulation in meinem Betrieb einfach benötige, um in der heutigen Zeit profitabel zu sein. Und warum sollte jeder Gastronom damit mittlerweile vertraut sein? Es kursiert noch ein sehr, sehr altes und traditionelles Kalkulationsverfahren. Das ist die Aufschlagskalkulation. Und dieses Kalkulationsverfahren ist wahrscheinlich aus den 40er, 50er Jahren, wo der Wareneinsatz noch der größte Kostenpunkt war in meinem Betrieb. Heute ist es bei weitem nicht mehr. Heute sind die Personalkosten meist um ein Vielfaches höher. Also müssten wir theoretisch auch ein anderes Kalkulationsmodell suchen und da hilft uns der Deckungsbeitrag, wenn wir weniger über die prozentuale Betrachtung, also mit der Multiplikation eines Faktors, jeder kennt von uns den Faktor 4, ja, mit dem wir den Wareneinsatz multiplizieren, um Verkaufspreis zu kriegen, sollten wir heute eher den Deckungsbeitrag als Kalkulationsmethode verwenden. Thema Preiskalkulation. Die Kosten für Energie und Einkauf steigen enorm. Wie würdest du sagen, wie kann mir der Deckungsbeitrag bei meiner Kalkulation konkret helfen? Der Deckungsbeitrag hilft mir vor allen Dingen ein vernünftiges Modell zu finden, wie ich meine Gesamtkosten tatsächlich über meine Verkaufspreise und meine erzielten Verkaufspreise, muss ich eher sagen, auch decken kann. Manchmal muss ich gar nicht den Preis eines Gerichtes erhöhen. Ich muss nur schaffen, dass meine Gäste oder dass ich bei meinen Gästen einen höheren Preis erziele. Und jetzt wird es interessant. Ja? Das heißt, meine Speisekarte spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Und verbunden mit einem modernen Kalkulationsmodell sieht das total interessant aus, was ich dort optimieren kann. Kannst du da, ich weiß, da gibt es auch eine spannende Geschichte dazu, kannst du da uns mal kurz eine Story sagen, damit man sich das vorstellen kann auch? Also du musst dir Folgendes vorstellen. Stell dir vor, du hast nur zwei Produkte. Du hast ein relativ günstiges Produkt, wie eine Currywurst auf deiner Speisekarte. Und du hast ein relativ teures Produkt, wie ein Rumpsteak auf deiner Speisekarte. Und diese Currywurst, würdest du sie in deiner Kalkulation betrachten, liegt sie wahrscheinlich bei irgendwo 25% Wareneinsatz. Und du würdest auch sagen, nach der traditionellen Betrachtung, es ist ein super Produkt. Während das Rumpsteak mit über 40% Wareneinsatz eigentlich nicht so attraktiv ist. Mit der Deckungsbeitragsbetrachtung sieht das aber komplett gegensätzlich aus. Überlege dir, dass du bei der Currywurst vielleicht einen Deckungsbeitrag von 3, 4 Euro erzielst, während du mit einem Rumpsteak schnell eben bei 16, 17 Euro Deckungsbeitrag bist, obwohl der Wareneinsatz zu hoch ist. Das heißt doch, dass du 6-mal so viele Gäste finden musst, die eine Currywurst bestellen, um das Gleiche zu verdienen, als wenn du einen Gast hast, der einen Rumpsteak bestellt. Und das sollte uns aufwecken, das sollte uns Mut machen, neue Kalkulationsmodelle zu betrachten. Wahrscheinlich komme ich dann in der heutigen Situation, Thema Energiekosten, schnell zu der Betrachtungsweise, dass ich sage, ich darf die Currywurst gar nicht mehr verkaufen. Und wenn man den Ball weiterspielt, geht es ja dann auch über zum Personal. Ja? Ich verdiene mehr Geld mit dem besseren Produkt, könnte aber weniger Personal auch dafür einsetzen. Wir haben einen großen Personalmangel. Es ist eine never-ending Story, ja? Genau, Optimierungsbedarf gibt's immer. Wichtig ist, dass ich mich mit Kennzahlen auseinandersetze und da eben meine Empfehlung Deckungsbeitrag als eine der wesentlichen Kennzahlen. Kann ich analysieren, wo ich mit meinen Preisen stehe? Du kannst das analysieren. Es gibt in einer klassischen fachlichen Betrachtung ja auch die Speisendiagnose, kennt von uns jeder. Das heißt, ich analysiere meine Verkäufe nach
Gewinner, Renner, Penner, Verlierer. Und wichtig ist, dass ich die beiden Bewertungskriterien jetzt wichtig nehme. Nämlich das eine ist die Anzahl der Verkäufe und das andere ist die Höhe des Deckungsbeitrages und nicht des Wareneinsatzes. Das wird häufig noch falsch erzählt. Da sind wir wieder beim Deckungsbeitrag. Ja. Was kann ich konkret tun, um den Deckungsbeitrag zu verbessern? Also im Grunde genommen macht man diese Diagnose und am Ende finde ich Renner in meiner Speisekarte über diese Diagnose. Und die Renner sagen mir, sie laufen unheimlich gut, ich verdiene nur nichts dran, wie die Currywurst. Und da muss ich jetzt Entscheidungen treffen. Da muss ich Wege finden, die Currywurst profitabler zu machen, also es zu schaffen, dass ich einen höheren Deckungsbeitrag erziele. Oder ich muss sie von der Karte nehmen. Bei den Gewinnern mache ich gar nichts. Die Schläfer tun mir auch nicht so weh. Da kann ich mir darüber nachdenken, ob ich diese Produkte highlighte, irgendwo auf eine Sonderseite packe mit die besten Empfehlungen meiner Gäste. Weil die Schläfer sind die Produkte, die üblicherweise einen hohen Deckungsbeitrag haben, aber zu wenig verkauft werden. Und das kann ich über solche geschickten Dinge einfach erledigen. Was würdest du sagen, hast du da Tipps? Welche Tools würden mir dabei helfen? Ja, zum einen natürlich unser Menu-Kit von Dish. Dort habe ich erstmal die Möglichkeit, den Deckungsbeitrag zu bestimmen. Also Rezepte aufzusetzen, den Wareneinsatz zu ermitteln und über den Verkaufspreis, also Verkaufspreis minus Wareneinsatz, ist mein Deckungsbeitrag, den ich pro Gericht erziele. Dann brauche ich die Kasse, die mir hilft, die Verkaufszahlen der einzelnen Produkte auch zu überblicken. Dann habe ich die Verkäufe, den erzielten Deckungsbeitrag für den Verkauf und dann kann ich die Speisendiagnose machen und komme dann sehr schnell zu der Erkenntnis, welche Produkte ich verändern muss in meiner Speisekarte. Wenn ich die Veränderung gemacht habe, wie deutlich macht sich das in Zahlen bemerkbar? Unser Ziel ist, dass der Gast im Schnitt 1 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Verkauf erzielt bei dir im Restaurant. Das klingt nicht viel, aber das ist dieses Gesetz der kleinen Zahlen. Also ich muss auch realisieren, dass ich 30.000, 40.000 Gäste vielleicht im Jahr habe. Das heißt 30.000 bis 40.000 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Gast. Da kann man einiges mit anstellen. Ich weiß, ihr habt einen spannenden Service für Deutschland flächendeckend. Erzähl mal, was ist das? Genau. Also Metro Deutschland bietet seinen Kunden genau diese Ertragsoptimierung an. Das heißt, wir haben in Deutschland von Metro Deutschland 10 Berater, die ich ausgebildet habe zu diesem Thema. Und dort kann ich als Gastronom tatsächlich meine Zahlen zur Verfügung stellen, der gemeinsam mit mir dann meine Situation analysiert und ganz individuell mit mir dann Änderungen in der Speisekarte tatsächlich bestimmt. Ja, gerne packen wir den Link mit rein ins Video. Olaf, zum Abschluss noch eine letzte Frage. Welchen Geheimtipp hast du für unsere Kollegen der Gastronomie? Der größte Geheimtipp, den ich in der jetzigen Zeit geben kann, in der jetzigen Zeit, wo die Inflation so immens steigt und wo wir aufpassen müssen, dass wir trotzdem noch Gäste haben, die bei uns gerne ein- und ausgehen und gerne Geld ausgeben, ist, dass wir uns mit unseren Zahlen auseinandersetzen. Und da ist der Deckungsbeitrag wesentlich, aber findet einfach den Mut, euch mehr mit den Zahlen auseinanderzusetzen, auch wenn ihr keine Betriebswirte seid. Es gibt so viel interessante Tools im Internet, die mir dabei helfen. Es gibt so viele Lektüre, die mir dabei hilft. Ich muss mich heute betriebswirtschaftlich einfach fitter machen. Olaf, vielen Dank, dass du zu dem tollen Thema mit dabei warst. Es ist sehr, sehr Gerne. komplex. Danke für deine Zeit. Bleibt auch ihr bei unserem Kanal dabei. Abonniert ihn, damit ihr weiterhin bei den Interviews am Laufenden seid. Und auf bald. Ciao.